Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Weisheiten zum Mitnehmen. Thema heute: das Hotel Dolce bei Windham in Hanoi. Genauer: Luxus, Dekadenz, Neid. Heute tauchen wir in die Welt des Luxus ein. Oder doch der Dekadenz? Jedoch nicht, um ein spezielles Hotel an den Pranger zu setzen, sondern um eine breitere Diskussion über unsere moderne Gesellschaft und ihren Umgang mit Exzess und Überfluss zu initiieren. Stellt euch vor, ein Hotel, in dem alles mit Gold überzogen ist. Selbst der Stöpsel in der Badewanne funkelt im goldenen Glanz. Das klingt beeindruckend und extravagant, oder? Wirklich? Doch bevor wir voreilige Schlüsse ziehen, lasst uns einen Moment innehalten und darüber nachdenken, wie sich solch ein Maß an Dekadenz in unserer heutigen Welt widerspiegelt. Ein Pool, der in Gold gehalten ist, ein Pool, der menschenleer bleibt, weil Gold die Sonnenwärme anzieht. Ein Hotel, welches alle 10 Jahre das Gold erneuern muss. Ein Hotel, welches eine eigene Goldwerkstatt besitzt, damit diese Arbeiten nicht teuer werden. Das nenne ich Ironie. Oder eher Zynismus? Oder doch Sarkasmus? Ist es wirklich notwendig, jedes Jahr ein neues Smartphone zu erwerben, obwohl das alte noch einwandfrei funktioniert? Müssen wir für Kinderschuhe tatsächlich Unsummen ausgeben, nur damit es mithalten kann? Mithalten bei was? Diese Fragen mögen auf den ersten Blick nicht viel mit einem mit Gold überzogenen Hotel zu tun haben, aber sie führen uns zu einem tieferen Nachdenken über unsere Werte, unseren Umgang mit Luxus und unsere Verantwortung gegenüber der Welt um uns herum. Lasst uns also gemeinsam eintauchen und darüber nachdenken, wie unsere Entscheidungen und Einstellungen zum Luxus unser Leben und die Gesellschaft, in der wir leben, prägen. Und vielleicht, aber nur vielleicht, werden wir entdecken, dass wahre Bedeutung und Zufriedenheit in einfachen Dingen liegen. Begleitet mich also auf diese Reise, auf der wir nicht nur die glänzenden Fassaden, sondern auch die Schattenseiten unseres modernen Lebens beleuchten. Lassen wir uns inspirieren, Dinge anders zu sehen und vielleicht Weisheit daraus zu schöpfen. Lasst uns zusammen beginnen, diese Fragen zu erkunden. Also, weißt du etwas über das Hotel Dolce bei Windham in Hanoi, in dem alles mit Gold überzogen ist? Ja, ja, ich weiß, normalerweise sind Hotels nicht komplett mit Gold überzogen, da dies sehr ungewöhnlich und teuer wäre. Aber das ist eines. Alles komplett aus Gold. Wirklich alles. Gut, nicht ganz alles. Aber die Ausstattung. Sogar der Stöpsel in der Badewanne. Das klingt wirklich beeindruckend und luxuriös, wenn tatsächlich alles im Hotel mit Gold überzogen ist, einschließlich des Stöpsels in der Badewanne. Solche Ausstattungen sind in der Regel sehr selten und dienen dazu, ein besonders luxuriöses Erlebnis für die Gäste zu schaffen. Alles, sogar das Steak im Restaurant. Das Steak ist sogar teurer als die eigentliche Übernachtung in diesem Hotel. Das ist wirklich erstaunlich, wenn sogar das Steak im Restaurant mit Gold überzogen ist.
handelt es sich zweifellos um ein außergewöhnlich luxuriöses Hotel mit einer einzigartigen Ausstattung. Solche extravaganten Details machen offensichtlich den Aufenthalt sicherlich unvergesslich. Gell? Ja, das kann definitiv als ein Beispiel für außergewöhnlichen Luxus und Dekadenz betrachtet werden. Jeder hat unterschiedliche Vorstellungen von Luxus und wie er aussehen sollte. Manche mögen solche extravaganten Ausstattungen schätzen, während andere dies als übertrieben empfinden. Es ist interessant, wie verschiedene Menschen Luxus und Dekadenz interpretieren. Wie siehst du das? Nun, Luxus mit Dekadenz gleichzusetzen ist ein Frevel, oder? Dekadenz hat nichts mit Luxus zu tun, gar nichts. Luxus und Dekadenz sind definitiv nicht das Gleiche und schon gar nicht dasselbe. Luxus bezieht sich im Allgemeinen auf hochwertige, komfortable Annehmlichkeiten und Dienstleistungen, die den Komfort und Genuss steigern, ohne zwangsläufig übertrieben zu sein. Dekadenz hingegen impliziert eine übermäßige und verschwenderische Verschwendung, die über das Maß des Notwendigen hinausgeht. Noch einmal, eine verschwenderische Verschwendung, die über das Maß des Notwendigen hinausgeht. Zu was also soll das gut sein? Kennst du den Film Das große Fressen? 4 Männer mittleren Alters, ein Pilot, ein Koch, ein Fernsehredakteur und ein Richter beschließen sich aus ihrem bürgerlichen Leben zu verabschieden und durch übermäßiges Essen kollektiven Selbstmord zu begehen. Ihre Selbstzerstörung zelebrieren sie in einem malerischen Schlösschen. Die notwendigen Mittel für das große Fressen lassen sie in Kleinlastern anfahren. Die Lehrerin Andrea stößt hinzu und gibt sich den 4 Herren unter Völlerei hin. Gut, zurück zur Dekadenz. Das große Fressen ist in der Tat ein Film, der die Themen Dekadenz und Überfluss behandelt. Der Titel alleine deutet auf einen exzessiven Lebensstil hin. Solche Werke in Film, Literatur und Kunst können dazu dienen, auf die Problematik von Dekadenz und übermäßigem Konsum hinzuweisen und Fragen über die Auswirkungen auf die Gesellschaft und das individuelle Verhalten aufzuwerfen. Dekadenz, die übermäßige Verschwendung und Überfluss beinhaltet, kann verschiedene Folgen haben, darunter Umweltauswirkungen, soziale Ungleichheit und kulturelle Veränderungen. Ein etwas kritisches Bewusstsein für diese Themen kann dazu beitragen, ein Gleichgewicht zwischen Genuss und Verantwortung zu finden. Was denkst du darüber? Nun, ich denke, Dekadenz kann soziale Konflikte fördern. Genauer gesagt, es fördert diese. Übermäßige Dekadenz und Verschwendung können soziale Konflikte und Spannungen verstärken. In Gesellschaften, in denen ein erheblicher Unterschied zwischen den Lebensstilen und den Ressourcen der Menschen besteht, kann Dekadenz als ein Symbol für Ungerechtigkeit wahrgenommen werden. Und dies kann zu Missmut, sozialen Spannungen und Konflikten führen. Es ist meines Erachtens wichtig, diese Aspekte zu berücksichtigen und darüber nachzudenken, wie sozialer Wohlstand und Ressourcen auf gerechte und nachhaltige Weise verteilt werden können, um soziale Harmonie zu fördern.
Mir ist hier jedoch sehr wichtig, zwischen Dekadenz und Neid auch zu unterscheiden. Das ist aus meiner Sicht eine sehr wichtige Unterscheidung. Dekadenz bezieht sich auf übermäßige verschwenderische Verschwendung, während Neid eine emotionale Reaktion auf die Wahrnehmung von Ungleichheit oder übermäßigem Reichtum anderer Menschen ist. Diese beiden Begriffe sind in der Tat unterschiedlich. Dekadenz kann dazu führen, dass Menschen, die sie erleben, als dekadent betrachtet werden, unabhängig davon, wie andere darauf reagieren. Neid hingegen ist eine emotionale Reaktion, die bei Menschen aufkommen kann, wenn sie das Gefühl haben, dass andere unverhältnismäßig viel haben. Es ist wichtig, diese beiden Konzepte auseinanderzuhalten, da sie verschiedene soziale und emotionale Dynamiken darstellen. Was denkst du über den Zusammenhang zwischen Dekadenz und Neid? Genau genommen bedeutet Neid ja, jemandem etwas nicht zu gönnen. Wenn ich es nicht haben kann, dann sollst du es gefälligst auch nicht. Ja, ich bin der Ansicht, das ist eine treffende Definition von Neid. Neid beinhaltet oft das Gefühl, jemand anderem Erfolg, Besitz oder Vorteile nicht zu gönnen, insbesondere wenn man selbst nicht in der gleichen Situation ist. Dies kann zu negativen Emotionen und Konflikten führen. Es ist wichtig, diese Emotion zu erkennen und zu bewältigen, um gesunde soziale Beziehungen aufrechtzuerhalten. Dekadenz kann in einigen Fällen Neid auslösen, da sie eine extreme Form des Überflusses darstellt. Menschen können dekadente Lebensstile als unverhältnismäßig oder unangemessen empfinden, was zu Neid führen kann. Die Art und Weise, wie Gesellschaften mit diesen Emotionen umgehen, kann Einfluss auf das soziale Gefüge haben, ja. Und der Mensch lernt immer noch nichts dazu. Wie sagte Sokrates, mein Urgroßvater, wie zahlreich sind doch die Dinge, derer ich nicht bedarf. Tja, Sokrates' Aussage ist zeitlos und weist auf die Tatsache hin, dass Menschen oft von vielen Dingen umgeben sind, die sie nicht wirklich benötigen. Das Streben nach übermäßigem Besitz und Dekadenz kann von der Suche nach wirklicher Zufriedenheit und Weisheit ablenken. Die Erkenntnis, dass einfache und bedeutungsvolle Dinge oft mehr Freude und Erfüllung bringen können als übermäßiger Luxus, ist eine sehr wichtige Lehre. Es ist immer noch aktuell in unserer heutigen Welt, in der Konsum und Überfluss oft im Mittelpunkt stehen. Darüber nachzudenken, was wirklich ist und wie wir unsere Bedürfnisse und Wünsche in Einklang mit unseren Werten bringen können. Sokrates' Weisheit erinnert uns daran, dies zu reflektieren. In diesem Sinne, heute schließe ich hier nicht mit einem philosophischen Zitat. Habe ich ja weiter oben gemacht. Heute schließe ich mit folgenden Gedanken ab. Bayern-Star Franck Ribéry ist in Dubai zu Gast bei Starkoch und Instagram-Star Salt Bae. Dieser serviert dem Franzosen ein vergoldetes Steak. Kostenpunkt 1.200 €. Luxus? Dekadenz? Neid? Und das war es für heute, meine lieben Zuschauer. Ich hoffe, ihr habt dieses Video genossen und einige spannende Einblicke gewonnen.
Aber bevor ihr geht, möchte ich euch auf etwas Besonderes aufmerksam machen. In unserer YouTube-Community finden regelmäßig aufregende Quizze und Umfragen statt, bei denen ihr euer Wissen testet und eure Meinungen teilen könnt. Eure Teilnahme ist mir sehr wichtig, denn eure Gedanken bereichern diese Community. Schaut also in den Community-Tab auf meinem Kanal, um an unseren Quizzen und Umfragen teilzunehmen. Ich freue mich darauf, eure Antworten und Meldungen zu sehen. Gemeinsam können wir die Welt der Worte und Gedanken erkunden. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Benachrichtigungsglocke zu aktivieren, um keine der kommenden Aktivitäten zu verpassen. Bleibt neugierig und lasst uns weiterhin gemeinsam auf Entdeckungsreise gehen. Bis zum nächsten Mal, meine klugen Freunde, und danke, dass ihr Teil unserer wachsenden Community seid. Weisheiten zum Mitnehmen, bleibt mir gewogen, euer Georg Muratinis.